Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute gab es eine interessante Ankündigung im Discord und zwar unter einfach Announcement findet ihr das Ganze. Developers Q&A April to May 2024. Es gibt endlich mal wieder ein neues Developer Q&A, was es schon seit über einem Jahr nicht mehr gab. Also ein richtiges Q&A, muss man dazu sagen. Also ich meine, wenn man Glück hat, ja, kann schon mal sein, dass ein Developer tatsächlich im Discord auf irgendwas antwortet. Auf irgendeine Frage oder irgendein Feedback oder irgendein Problem oder whatever. Ja, aber so ein richtiges Q&A im Sinne von ausführliche Antworten, die dann auch natürlich für alle veröffentlicht werden. Weil ich meine, einen Chatverlauf und so, den liest halt nicht jeder immer und so. Und da steht, wie gesagt, eigentlich auch nicht oft was drin, wenn dann wahrscheinlich wirklich nur zu Einzelfällen oder, naja, nicht so oft auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt mal wieder ein komplettes, richtiges, zusammengefasstes Q&A, wo dann vermutlich mal zumindest auch wieder eine PDF-Datei am Ende dann veröffentlicht wird, wo dann halt sehr viele offizielle Statements und eben Antworten auf Fragen, Probleme, Wünsche und so weiter eben gegeben werden. Das hat auch schon ein paar Mal stattgefunden, wie gesagt, zweimal, glaube ich, aber seit über einem Jahr nicht mehr. Also ursprünglich hieß es mal, Monthly Q&As werden geplant. Ehrlich gesagt, klingt auch ein bisschen utopisch, dass man sowas monatlich macht. Haben sie dann noch ganz schnell eingestellt und nie wieder drüber geredet im Endeffekt, aber jetzt haben wir zumindest mal wieder ein Q&A am Start. Und ihr habt jetzt Zeit bis zum 1. Mai um 18 Uhr, also das ist auch deutsche Zeit optimiert, um eben eure Fragen hier zu stellen. Jeder darf maximal 2 Fragen stellen, man darf das nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie sie das rausfinden wollen, aber man darf nicht mehr als 2 Fragen stellen. Ja. Also überlegt euch einfach 2 Fragen oder halt eine Frage und Sachen, die euch immer schon gestört haben, Sachen, die euch immer schon interessiert haben und könnt halt, wie gesagt, also könnt ihr einfach Sachen fragen oder halt auch indirekt Feedback geben natürlich, also hier steht es ja auch, Burning Questions, provide feedback and delve into the future of your beloved game. Also ja, es heißt zwar Q&A im Endeffekt, aber man kann auch, wie gesagt, Feedback verarbeiten und ja, alles im Endeffekt fragen, was es gibt. Es gibt noch ein paar Richtlinien, genau, hier inappropriate questions, insults or any content violating community guidelines will be removed. Anything can be asked as long as it remains respectful and kind. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was alles unter inappropriate fällt. Also ich denke jetzt, wenn man die Bot-Thematik oder sowas anspricht, das würde wahrscheinlich gehen, solange man es jetzt nicht irgendwie in einer, ja, keine Ahnung, mehr als respektlosen Art machen würde oder so. Also theoretisch kann man da, wie gesagt, eigentlich alles fragen. Und es ist eben hier auch die Chance, direkt mit den Köpfen hinter Flive Universe zu sprechen. Eben, ob man irgendwelche Anliegen hat über die Game-Mechaniken, Vorschläge für neue Features oder einfach nur irgendwelche Gedanken, Feedback teilen. Und es gibt noch eine Belohnung, also theoretisch zumindest. Wir hatten auch schon mal tatsächlich, was hatten wir das letzte Mal, was glaube ich New Horizon Feedback, da gab es ja auch mal so ein Formular, da konnte man glaube ich auch F-Coin gewinnen oder irgendwas. Und hier gibt es auch wieder eine F-Coin-Belohnung für 100 Leute, die daran erfolgreich teilgenommen haben, die hier eben mitgemacht haben, werden zufällig ausgewählt und bekommen 500 Bonus-F-Coin. Ist natürlich nicht sehr viel, 100 Player, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute so eine Umfrage ausfüllen, aber ich schätze mal über 1000 vermutlich, vor allem mit dieser Belohnung im Kopf. Aber theoretisch hat man ja auch noch die Chance, ein bisschen F-Coin zu gewinnen. Auch nicht schlecht. Und genau, hier steht es eben nochmal zusammengefasst, dass man das nur einmal abgeben. Dann, man braucht eben Charakter- und Servername. Es gibt keine Teilnahmebedingungen, keine Teilnahmebelohnung, meine ich, wenn man irgendwas falsch eingegeben hat. Okay, der vorletzte Punkt habe ich gerade nicht hundertprozentig verstanden. Ich muss jetzt irgendwie 5-mal lesen gefühlt. Was irgendwie, ich weiß nicht, das ergibt irgendwie keinen Sinn, ist so eine Ausschlussklausel halt, I guess. All details and outcomes from this form can be changed due to internal circumstances. Also bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was die damit meinen. Also all details and outcomes. Ja, interessant. Also es ist wahrscheinlich so eine Ausschlussklausel einfach. Dass sie das mit den Bonus-F-Coin zum Beispiel wieder abblasen könnten, theoretisch, wenn zu viele Leute vielleicht ja, probieren, mit Multi-Accounts da reinzugehen. Keine Ahnung. Und genau, das ist auch noch das nächste Thema, Multi-Accounts. Wer hier probiert, sich eben da 10-mal hier reinzuluxen in dieses Giveaway mit mehreren Accounts, der wird eben davon ausgeschlossen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich habe es schon eingegeben, meine Sachen. Und das war es auch schon. Also tatsächlich, das ist alles. Also ihr wählt quasi einfach nur 2 Fragen, die ihr hier eingebt. Antwort 1 oder Frage 1, Frage 2 bei meiner Antwort reinschreiben. Und ich glaube, es gibt auch kein Zeichenlimit, wurde mir zumindest keins angezeigt. Ich habe es auf jeden Fall nicht erreicht. Und wenn ihr es abgeschlossen habt, dann kommt dann diese Page hier.
Ihre Antwort wurde gesendet. Flive Universe Developer Q&A April to May 2024. Was waren meine Fragen? Tatsächlich die gleichen wie beim letzten Mal. Ich glaube, sie wurden beide Male, kamen meine Fragen nicht ins Q&A. Das ist auch noch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das diesmal auch wieder so sein wird. Aber sie antworten natürlich nicht auf jedes Anliegen. Also ich glaube, sie fassen halt logischerweise Sachen, die genau gleich sind oder sehr ähnlich sind, fassen sie, glaube ich, dann mehrere Fragen in einen Punkt zusammen, um es wahrscheinlich übersichtlicher zu machen und so. Auf jeden Fall meine Frage 1 war, warum gibt es keinen Titel für Fruit Punch? Die Frage stelle ich, seit das Game released wurde und es gibt immer noch keinen Titel für Fruit Punch. Und die Frage 2, die ich gestellt habe, ist für Achievements, wie zum Beispiel die Verbrauchs-Achievements, also Verbrauchsgegenstände, wo man hier zum Beispiel 200.000 Mal Star Candy fooden muss und so. Da habe ich quasi gefragt, ja, erstens, warum sind die nicht Account geshared? Weil sie viel schwieriger zu bekommen sind als die Monster-Achievements, die ja einen fetten Bonus geben. Und warum, also nicht nur, dass sie nicht Account geshared sind, sondern warum geben sie auch keine Boni? Also zum Beispiel, ich habe 200.000 Mal Star Candy gefoodet, bedeutet, okay, alle Star Candys, die ich mit dem Charakter jetzt foode, heilen 200 HP mehr oder so. Irgendwie sowas in der Art. Sowas habe ich, oder halt auch Buffs oder so. Sowas in der Richtung, das waren meine beiden Anliegen. Wie gesagt, das sind meine beiden Anliegen auch schon aus dem letzten Q&A von vor über einem Jahr. Wurden mehr oder weniger nicht wirklich beantwortet, wenn ich mich richtig entsinne. Vielleicht auch schon, aber selbst wenn sie abgelehnt wurden, dann schlage ich es halt nochmal vor, weil ich meine, es ist über ein Jahr später, vielleicht hat sich ja was geändert. Und ja, sind halt Kleinigkeiten natürlich. Aber mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Und ihr könnt euch da aber auf jeden Fall Zeit lassen, wie gesagt, noch bis 1. Mai, euch da was zu überlegen. Und ich würde halt wirklich, hier würde ich halt wirklich mal an euch selbst denken. Ja? Also einfach das, was euch am meisten stört, schreibt das hier rein. Es macht jetzt keinen Sinn, sich hier irgendwie ein, keine Ahnung, Popularitätsvoting zu gewinnen. Oder wenn jetzt sich hier gehen, absprechen und sagen, ah komm, wir schreiben alle das Gleiche, dann wird es vielleicht als nächstes kommen oder so. Ja, kann man natürlich probieren. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich die also in Anführungszeichen einmalige Gelegenheit, dass einfach jeder das schreibt, was man selber einen stört. Und eigentlich ist es besser, dass man nicht viele Leute das Gleiche sagen, sondern eigentlich wirklich jeder was anderes. Weil wenn es extrem viele Sachen sind, die die Leute stören und alle fokussieren sich aber nur auf eine Sache, dann wird vielleicht diese eine Sache verbessert, aber alles andere bleibt beschissen sozusagen für euch oder für uns. Und deswegen würde ich sagen, macht es mehr Sinn, in ein breiteres Spektrum zu gehen, als alles auf eine Karte zu setzen. Und darauf zu hoffen, dass dann eben ein Problem relativ schnell gefixt wird oder so, wenn halt genug Leute sich darüber beschweren, jetzt hier in diesem Format oder eine Lösung anbieten oder whatever. Genau. Aber letztendlich haben wir keine Ahnung, was mit diesen Fragen passieren wird. Also wird da wirklich krass drauf eingegangen. Also ich meine, sie werden uns natürlich beantwortet, das natürlich. Aber welche Folgen dann daraus geschlossen werden, also wird das dann auch wirklich entwickelt und so weiter und so fort, das wissen wir jetzt sicher alles nicht. Von dem her, ja, also ich würde mich da wirklich auf euch selbst, also seid mal egoistisch und schreibt einfach das, was euch am meisten stört. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Und das war's auch schon für heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.